Fußball 2000, wir sind beim Inferno Fulda, meine lieben Freunde. Wir machen einen kleinen Hinrundenrückblick. Wir müssen über dieses Spiel, ich weiß gar nicht, ob es ein Fußballspiel war, gegen Mainz reden. Auf jeden Fall vielen Dank, dass wir da sein dürfen und Applaus für euch selber. Fußball 2000, wir sind wieder da nach diesem 1:3 gegen Mainz. Aber, liebe Leute, ich will erst mal sagen, vielen Dank an den EFC Inferno Fulda. Wir sind heute Abend hier, beziehungsweise Mittag. Es ist tatsächlich 12 Uhr, da nehmen wir wieder auf. Aber, liebe Leute, wir werden heute ganz viel darüber sprechen, was gegen Mainz eigentlich los war und wie war eigentlich diese Hinrunde. Aber Basti, Freakspiel oder war das mehr? War das eine große Frustration für dich, zu sehen, dass die Eintracht gefühlt 1000 Chancen hatten, aber nicht entscheidend vor das Tor kam und die Eintracht nicht die Mainzer bearbeiten konnte, wie wir es uns erhofft hatten? Ja, tatsächlich. Also dieses Spiel halte ich auch immer noch nicht aus. Ich habe das während dem Spiel schlecht ausgehalten, weil das Gefühl hatte, es ist einer dieser Tage. Ich halte das auch im Nachhinein nicht aus. Ihr habt heute Morgen die Highlights kommentiert. Das habe ich ja dann gefilmt und dann habe ich es auch wieder durchlebt, dieses Spiel. Ich habe so ein Spiel noch nie erlebt, tatsächlich. Ich meine, wir haben schon so viele Fußballspiele gesehen. Viele schlechte Fußballspiele auch. Ja. Der EFC Fulda auch mit Sicherheit viele schlechte Spiele gehabt. Ja. Ich kann mich schon erinnern, Björn, als wir früher auch schon mal unterwegs waren und so, da war schon einiges an schlechten Spielen dabei. Aber dieses komische Spiel, lieber was? Ja, aber es war nicht mal so schlecht, es war komisch. So, ja. Es war komisch, du hast das Gefühl gehabt, der Fußballgott hat sich für den Tag was ganz Merkwürdiges ausgedacht. Ja. Und war scheinbar sehr betrunken an dem Tag, weil du gedacht hast, ey, was passiert hier? Was passiert hier? Du hast diese Gegentore bekommen, du hast Unmengen an Chancen gehabt, die für 2 Spiele ausgereicht hätten. Und trotzdem verlierst du dieses Spiel. Und nach dem 0:3 war auch eine merkwürdige Stille dann in diesem Stadion. Also du hast wirklich einen ganz, ganz, ganz merkwürdigen Tag gehabt. Ja. Zur Unzeit tatsächlich, weil im Endeffekt wäre es richtig geil gewesen, wenn das nochmal so ein Spiel gewesen wäre, was dir Punkt unter dem Chris, liegt. Es passt ja auch gar nicht. Ne? Ich guck mal hier auf meinen schlauen Zettel, der kein Zettel ist, sondern wir leben im digitalen Zeitalter. Und dann sehen wir 2,58. Ja, Expected Goals Wert und 0, sollen ja sogar 3,5 gewesen sein, laut irgendwelchen. Also guck mal, was du wieder für exklusive Informationen hast. Und 0,6 hat für die Mainzer. Ja, ich habe aufgeschrieben, 5 Großchancen, 34 Schüsse generell auf das Tor der Mainzer. Und es hat alles nicht sollen sein. Hast du übrigens Haargel dran gemacht? Das sieht ja viel schicker aus als sonst. Was ist denn da los? Ja, guck mal, hier Haargel. Den EFC Inferno. Ich werde hier 2024, ja. Ich auch. Wir machen uns nochmal schick. Also, Erklärung für die schicken Haare, keine Erklärung für die Leistung, oder was? Boah, also nach der ersten Viertelstunde saß ich da oben und sagte zu dem Kollegen, warum hat sich die Eintracht nicht belohnt für diese Anfangsphase? Und dann, was passiert? Das Gurkentor des Jahrzehnts nach Piplica 2.0, also eine unfassbare Gurke, die dir eigentlich schon gezeigt hat, in welche Richtung dieser Tag laufen wird. Also nach der Gurke konntest du dir... also Gurke ist auch sehr nett ausgedrückt. Gurke, nehme einen anderen Begriff von mir aus, der mir fällt gerade kein anderer ein, aber dann gibt es diese rote Karte, die ja sofort irgendwie wieder alle anzündet, reinholt. Und dann kriegst du auch so ein völlig dämliches 2:0. Also auch Theat klärt den einfach mal in den freien Raum. Die beiden Sechser sind nicht da. Paul Nebels Schuss wird dann auch noch abgefälscht. Den hätte der Santos, glaube ich, aber auch vor 8 Wochen irgendwie noch rausgeholt, obwohl der abgefälscht war. Aber da wäre der wahrscheinlich mit seiner Krakenhand noch irgendwie drangekommen. Aber das, also fast noch das schlimmste Tor war fast dieses dritte, weil dieser Pass in dieses wirkliche Nichts, der war doch auch so, also der kam, da denkst du einfach, da wäre es so gerne in den Kopf gewesen, welche Idee er da überhaupt gehabt hatte. Und dann kann der ja jeweils seine Fehler noch korrigieren und macht es nicht. Also das Schlimme war, jeder Fehler, den er erst gemacht hat, den hätte er korrigieren können. Und dann hast du irgendwann gespürt, ich persönlich muss sagen, der Usun-Moment in dieser 48. Minute, als auch der den Ball nicht drüber bekommen hat. Weil da kam eigentlich der Ball zu dem, wo ich gedacht habe, gut, jetzt kannst du dich rumdrehen und es geht mit 2:1 weiter. Und da wusste ich dann schon da oben, das wird ganz schwer, dass sie, obwohl sie in Überzahl sind und permanent anrennen, 3 Punkte holen oder sogar nur 1 Punkt. Du sprichst ganz viele Elemente an, die das Spiel zu dem gemacht haben, was es schlussendlich war. Und zwar eine Niederlage, eine relativ deutliche Niederlage. Und ich will aber noch mal ganz kurz zu diesen Einzelszenen, du hast eben Santos angesprochen. Ist es tatsächlich so, dass man das dann nur Santos anrechnen kann? Ist dann die Bewertung zu krass auf der einen Seite? Man muss ja natürlich sagen, solche Freak-Spiele passieren. Und sie passieren trotz der Tatsache, dass die ersten 10 Minuten klar auf das Konto der Eintracht gingen, die aber nichts Zählbares rausholen. Und dann ist es auf der anderen Seite so, dass Santos halt genau diese
was war das? Bogenlampe, eine Freak-Aktion macht und dann eine nach der anderen eine Misskommunikation mit Skiri, der an dem Tag auch eher eine unglückliche Partie abgeliefert hat. Basti, kannst du das irgendwie erklären? Kannst du uns in diese Gedankenwelt reinholen? Wie ging es dir als früherer Spieler? Hast du Ähnliches schon erlebt? Nee, tatsächlich nicht. Und ich glaube auch, das Spiel wird noch freakiger, wenn man feststellt, dass trotz dieser Fehler, die gemacht wurden, die Eintracht das Spiel trotzdem gewinnen muss. Ja. So, du hast trotz dieser 3 Pflaumen, die du dir fängst, musst du dieses Spiel trotzdem gewinnen. Also eigentlich, wenn alles ganz normal läuft und wenn der Flow zurückgekehrt wäre, den wir in den letzten Wochen ein bisschen verloren haben, gewinnst du dieses Spiel 5-6-3. Ja. So, ohne dass in irgendeiner Art und Weise man sagen muss, okay, das ist unverdient, sondern im Endeffekt, der Spielverlauf hätte es hergegeben, wenn diese Murmeln, wenn du dir die fängst, musst du trotzdem dieses Spiel gewinnen. Und das gehört halt dazu. Deswegen, um die Frage zu beantworten, nein, ich würde das nicht allein auf Santos abladen, weil du trotzdem 70 Minuten in Überzahl gegen Mainz spielst, mit der Offensivpower, die du hast, dann kannst du trotzdem in der Lage sein, mindestens 3-3 zu spielen, selbst wenn du die Murmeln fängst. Aber natürlich, wenn dann so ein Tag ist, plus auch noch so ein Tag, dann kommen halt viele Sachen auf einmal. Ganz schön viele Tage dazu. Es gibt ja diese Spiele. Es gibt diese Spiele, wo der Ball nicht reinfällt. Ja. Weil du probierst und dann triffst du den Pfosten. Wir haben an die Latte geköpft, bla bla. Und dann gibt es Tage, wo du halt wirklich Pech hast und wo du so 2 wirklich vermeidbare Gegentore, um es sehr diplomatisch auszudrücken, dir fängst. Und diese Tage kamen halt zusammen. So, die kamen an diesem einen Tag zusammen und ich bin weiterhin ratlos, was dieses Spiel betrifft. Weil ich so ein bisschen schwanke aus, was mache ich mit diesem Spiel? Hake ich es als Freakspiel ab und sage, das passiert so nie wieder? Oder ist da trotzdem auch so ein bisschen zu sehen, und da tendiere ich schon so ein bisschen hin, es ist trotzdem weiterhin zu sehen, dass der Flow weg ist. Und das hast du auch an dem Tag gesehen, dieses Selbstverständnis. Lass uns da noch mal später drauf hingehen. Ich würde jetzt trotzdem noch mal ganz kurz bei der Personalie Santos bleiben. Müssen wir. Denn die ja tatsächlich eine viel gelobte Personalie war. Als er mehrere Spiele gemacht hat, hat man schon gedacht, oh ja, der soll doch eigentlich auch drin bleiben. Da gab es schon viele, die gesagt haben, schiebt den alten Trapp weg. Jetzt muss man tatsächlich sagen, bei so einer Situation, wo du erneut gemerkt hast, es gibt halt die Schwachpunkte, die den Santos hat. Und da fehlt halt tatsächlich schon noch ein bisschen, weil ich glaube, den ersten Fehler, der kann passieren, der kann auch einem Trapp passieren. Die Frage ist halt, passiert einem dann der zweite bzw. die dritte Aktion? Und ich glaube, das muss man mit Nein beurteilen. Und da merkt man, es ist halt noch ein Weg für Santos, der mit Sicherheit viel Potenzial hat. Aber Kevin Trapp steht zu Recht eigentlich in diesem Tor. Das stimmt, aber man muss jetzt auch mal festhalten, die beiden Torhüter haben die jetzt ordentlich Heimpunkte gekostet gegen Augsburg und jetzt auch gegen Mainz. Also ich meine, Trapp sah gegen Augsburg einfach auch nicht gut aus, bei dem Gegentor. Es gibt die ganz harten Kritiker, die es in unserem Umfeld halt auch immer wieder gibt, die schon ein Torwartproblem sogar bei der Eintracht sehen. Man muss sich einfach alles mal anhören, ohne dass ich das jetzt bewerte. Aber die Torwartposition ist so, dass sie dir dieses Jahr schon jetzt ein paar Punkte gekostet hat. Das ist jetzt einfach so. In der Europa League, in der Bundesliga, sie hat dir ein paar Punkte gekostet. Das kann man erst verstehen lassen. Aber jetzt mal gesondert aus Santos gekommen. Es gab diesen Loris Karius-Moment, an den ich da gedacht habe, der damals das Champions-League-Finale gegen Liverpool im Alleingang verloren hat, mit grauenhaften Fehlern, die sie jetzt aus Santos hatte. Also das war von der Dimension her, finde ich, sehr ähnlich von den Fehlern und die haben eine Karriere kaputt gemacht. Also daher, bei Santos, glaube ich, wird es ganz stark darauf ankommen, wie sein nächstes Spiel wird. Ob er dann einfach einen ganz ruhigen Bundesliga-Alltag erlebt, der völlig in Ordnung verläuft und dann keiner mehr darüber redet und ob er auch aus seinen Fehlern lernt. Also sozusagen kriegt er die richtige Balance in sein Spiel zwischen, wann kann ich mal so einen riskanten Ball spielen und wann nicht. Weil das erste Tor, das hat Dino Topmöller viel mehr geärgert als das dritte Tor, weil er gesagt hat, sie wussten um dieses hohe Anlaufen, um dieses Pressen der Mainzer. Sie wussten, dass der Amiri genau diese Wege geht. Und Skiri hat Stärken, aber dieser Spielaufbau von hinten raus, diese Spielstärke, die hat er ganz einfach nicht. Und kam dann so ein Bedrängnis, dass so ein Konglomerat an Tor entstand. Und deshalb, also bei Santos, kann ich jetzt gar nicht bewerten, wie es bei ihm weitergeht. Da kann ich nicht in die Glaskugel gucken, aber da wird viel Aufbauarbeit nötig sein und von ihm aber auch viel Wille, sich dafür zu öffnen, aus seinen Fehlern zu lernen. Auf jeden Fall, das ist ganz, ganz wichtig. Schreibt ihr mal bitte in die Kommentare, was ihr zu der Santos-Causa sagt. Und liebe Leute, hier in Fulda, wenn ihr irgendwas sagen wollt, dann müsst ihr euch mal melden. Dann könnte ich mit dem Mikro auf jeden Fall mal hin. Aber noch sehe ich keine Meldung. Also das heißt, dann bleibe ich noch mal sitzen. Wir haben ja noch ein wenig Zeit, um euch noch mehr reinzuholen. Aber natürlich wird das jetzt der nächste Schritt sein, den er aber, glaube ich, trotzdem bei der Eintracht gehen
kann, weil ich glaube, mit Zimmermann ist auf jeden Fall jemand, der auch die Psychologie des Torwarts auf jeden Fall gut kann und auch erkennt und auch dementsprechend weiß, was die nächsten Schritte sein müssen, oder Basti? Ja, es ist am Ende so. Entscheidet sich jetzt zu sagen, okay, wenn ich das abschütteln kann, dann würde das auch für eine große mentale Stärke sprechen, die ja dann auch wieder ihm für seine weitere Karriere nützlich sein würde. Es kann halt aber auch sein, dass ihn das jetzt erstmal auffrisst. Ich weiß es nicht. Ich kann nicht in ihn reingucken. Es wird auch im Endeffekt auch Kleinigkeiten ankommen. Ja. Es ist genau das nächste Spiel, was er von Anfang an macht. Kann er das abschütteln? Und wenn er das abschütteln kann, dann ist es schneller vergessen, als er sich vielleicht jetzt noch vorstellen kann. Es kann aber auch einfach, muss man dazu sagen, es gehört so weit dazu, es kann halt aber auch wieder schief gehen. Weil du diese Unsicherheit, ich fand, dass man bei ihm, und das unterscheidet ihn halt von einem erfahrenen Torhüter wie Trapp, er konnte diesen Fehler nicht abschütteln an dem Tag. Ja. Du hast das Gefühl, ich meine, Fehler passieren. Und ich würde auch tatsächlich bei Kevin Trapp widersprechen, wenn die Leute sagen, die Eintracht hat dieses Jahr ein Torwartproblem, weil ich finde einfach, Kevin Trapp spielt eine gute Saison. So, natürlich, zu einer guten Saison gehören auch Fehler. So, jeder Torhüter in der Bundesliga hat ab und zu mal einen Wurm drin. Das hat Kevin Trapp dieses Jahr, ehrlich gesagt, finde ich, richtig gut abgeschüttelt, nach der Kritik, die es zu Recht letzte Saison gab. Aber bei ihm siehst du halt, wenn er so eine Murmel drin hat, ist er danach sofort wieder 100%, ist er immer noch da. Weil er das kennt, weil er schon den einen oder anderen Fehler gemacht hat. Bei Santos hast du gesehen, der hat jetzt in 8 Spielen schon eine sehr hohe Dichte an sehr merkwürdigen Geschichten drin gehabt, konnte das aber an dem Tag nicht abschütteln. Du hast es ihm, der hat mir so leid getan, der Kerl. So, der hat mir leid getan, weil du konntest ihm quasi beim Denken zuschauen, wie er da stand. Du hast die Frustration der hat ja auch viel Leerlauf im Spiel gehabt, weil die Eintracht viel den Ball hatte. Ja. Und dann hast du das Gefühl gehabt, boah, der arme Kerl, der ist jetzt nicht im Dings drin, dass er direkt die nächste Parade hatte, sondern der war 20 Minuten beschäftigungslos und hat dann da gestanden und hat gedacht, ach du lieber Himmel. Ja, dann redest du dich natürlich auch ganz schön rein in so eine Frustration. Ne? Das darf man nicht vernachlässigen. Es wird uns, glaube ich, ganz genauso gehen. Ja, aber es darf halt nicht passieren. Nichts zu tun haben. Es darf nicht passieren, weil ich glaube tatsächlich, dieses dritte Tor fällt halt, ohne dieses erste Tor fällt nicht. Also das bedingt sich. Dieses dritte Tor fällt nur, weil das erste Tor gefallen ist. Weil du gesehen hast, okay, der Typ ist komplett verunsichert. Dass man zwischendrin ja sogar gedacht hat, ey, vielleicht muss man ihn rausholen. So, der war das Gefühl, der hat einen Schlaganfall gekriegt. So, also das war so, da hast du so das Gefühl gehabt, ey, was ist da passiert? Mussten rausholen aus dem Gedankengefängnis. Ja, aber dann, es war eine schwierige Situation an dem Tag. Am Ende ist es ja dann nochmal hochgegangen, dass nicht noch was passiert ist. Ja. Es hätte auch ein komplett Desaster geben können, wenn Mainz 05 das aufgegriffen hätte und den eben ständig mit Fernschüssen irgendwie beschäftigt hätte und dann irgendwie noch, keine Ahnung, den Ball abfallen lässt. Aber es wird jetzt an ihm sein, an seinem Umfeld, an der Eintracht selber, ihn einfach aufzubauen, weil, und das gehört auch zu weit, um das mal zu relativieren, es ist jetzt auch keiner gestorben. So, es ist jetzt auch wirklich nicht so, dass Kauer Santos den Verein Eintracht Frankfurt aufgelöst hätte und du, wie du es schon gesagt hast, bei Karius, ich würde jetzt eigentlich sagen, bei allem Respekt, aber bei allem Respekt vor Mainz, den ich vielleicht irgendwo ganz tief in mir drin finde, wenn ich ihn suche, es war trotzdem kein Champions-League-Finale. Das stimmt. So, also das ist ja im Endeffekt, wenn man sagt Karius-Moment, das gehört ja schon zum Vergleich. Also Mainz kann sich da auch, glaube ich, gut einschätzen, dass die mit Champions-League-Finals nichts zu tun haben. Aber was für mich auch ganz wichtig ist, ja, richtig, auf jeden Fall, gerade noch nicht. Ja? Obwohl, doch, die schicken dann Trainer dahin. Ja, das ist sollte es nicht komplett vernachlässigen, aber davon ab, von der Causa Santos ab. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, was sie in den Kommentaren noch zu Santos schreibt. Ist es ja trotzdem so, dass die Eintracht es aber nicht geschafft hat, obwohl sie ein krasses Chancenplus hatten. Obwohl dann tatsächlich auch diese rote Karte relativ früh im Spiel kam, wo Amiri, ein Spieler, der ja durchaus Berührungspunkte mit der Eintracht hat oder dann auch keine näheren Berührungspunkte mit der Eintracht haben wollte, wie wir uns im Sommer ja auch gesehen haben, dass er dann nicht zu uns gewechselt ist. Dann ging das relativ schnell und trotzdem hat die Eintracht es nicht geschafft, aus dieser personellen Hoheit, also aus 11 Mann gegen 10 Mann, mehr zu machen, Basti. Und da kommt nämlich die Frage, die du ja vorhin schon angerissen hast, nochmal weiter zum Tragen. Ist der Flow halt auch komplett weg, weil diese Automatismen, diese Selbstverständnisse nicht mehr so da sind, dass auch diese 80% Chancen, die nicht 100%ig reingehen müssen, dann einfach nicht mehr reingehen und wir dann so eine Situation mit 10 gegen 11 gar nicht mehr ausnutzen können. Ja, also ich glaube, der Flow ist weg. Ich glaube, das kann man festhalten. Der Flow ist komplett weg, aber das heißt nicht, dass alles weg ist, weil die Einstellung ist trotzdem da. Weil du kannst dann halt auch bei so einem Spiel dann irgendwie die Köpfe hängen lassen. Und das hatten wir in der letzten Saison übrigens. In der letzten Saison gab es viel mehr Momente, wo alle sich angeguckt haben und gedacht, was passiert jetzt hier? Und so, oh geil, wir spielen wieder 1-1. So, also das gab es in der letzten Saison. Das gab es nicht. So, die Eintracht hat ja trotzdem sich gewehrt. Halt aber ohne Flow. Sondern das ist wieder eine Eintracht, die sich, glaube ich, klar machen muss, dass sie arbeiten muss. Diese Selbstverständlichkeit, dass alles funktioniert und dass Mamouche noch einen Freistoß reinwichst und dass noch ein Elfmeter irgendwie, dass ein Ball auf die Hand fällt oder dass du irgendwie nach einem Eckball Ekitike reinrauschen siehst. Diese Selbstverständlichkeit, die ist weg. Die Selbstverständlichkeit ist weg und die musst du dir zurückholen.
Aber das musst du selber machen. Du musst selber dir dieses Zutrauen wiederholen, indem du die Tore machst, indem du weiter machst und halt einfach denkst, okay, wir lassen uns davon nicht aus der Bahn werfen, was da gerade passiert ist. Weil es ist jetzt passiert. So, die letzten Spiele waren unglücklich. Du hast deinen Teil dazu beigetragen, aber auch nicht komplett. Das heißt, diese Mannschaft ist auch nicht in sich zusammengefallen. Auf gar keinen Fall. Sondern diese Mannschaft muss halt einfach wieder arbeiten, weil die Selbstverständlichkeit weg ist. Und sie hat jetzt die Gelegenheit. Die Pause ist nicht lange. Du hast dann direkt eine englische Woche mit St. Pauli und Freiburg. Da kannst du es ja wieder gut machen. Und dann redet halt niemand mehr über diese Freak-Tore, wenn du dann, ja, keine Ahnung, 4 bis 6 Punkte in diesen Spielen holst. Aber, nochmal, du gehst nicht mit diesem Mamouche-Grinsen in diese Spiele, wie wir es die letzten Monate hatten, sondern du gehst eher mit einem Christensen-Gesicht in diese letzten Spiele. Und das musst du zerrissenen Trikot. Ja, und das musst du, und damit kannst du halt auch Spiele gewinnen. Dann gewinn halt dreckig 1-0 auf St. Pauli. Und dann hast du ein Heimspiel gegen Freiburg, wo du wieder mal gucken, wie lange der Tisch noch steht, wenn du so weitermachst auf jeden Fall. Aber ja, es funktioniert gut mit deinen hier Ringen. Ja. Aber die Frage, die ich mir da stelle, ist es dann sogar schon fast was Positives, was wir daraus ziehen können, dass die Eintracht eben zumindest mal nicht aufgesteckt hat, sondern immer weiter versucht hat, mit den Ecken, mit den Flanken irgendwann mal zu Torerfolg zu kommen. Es hat halt nicht geklappt. Gut, wir haben das eine Tor von Christensen gesehen. Aber dass die Eintracht zumindest nicht komplett hängen geblieben ist in dem Sinne. Das ist sicherlich positiv. Ich finde, ein Problem der letzten Wochen war, dass man wieder in Bastelarbeiten zurückgefallen ist, in der Aufstellung, wo ich das Gefühl hatte, wo ich immer das Gefühl hatte, da sind wir diese Saison ein bisschen von weg. Das ging für mich irgendwie mit dem Pokalspiel los, als auf einmal diese Christensen-Entscheidung gefallen ist als Linksverteidiger. Das fand ich, war die erste Absurdität. Dann die zweite, dass dieses Duo Koch und Tuta gesprengt wurde, ohne Not. Dass du Tuta dann als Sechser wieder rausgezogen hast und an dieser funktionierenden Viererkette auf einmal angefangen hast, die ganze Zeit rumzufriemeln. Und ich finde, diese Viererkette, die du da hattest mit Christensen oder dann auch Collins und nebendran Tuta Koch und links Theat, ob jetzt Theat der bessere Innenverteidiger ist oder Linksverteidiger, das können auch andere bewerten, das kann Dino Topmöller auch anders sehen, aber ich fand, diese Viererkette war das Fundament schlechthin, dass du das Gefühl hattest, du gehst Woche für Woche in Spiele und kannst die auch mal 1-0 gewinnen. Wir haben jetzt inzwischen, glaube ich, gegen Leipzig 3, gegen Augsburg 2, Lyon 3, Leipzig 2, jetzt wieder 3. Also die Gegentorrate ist viel zu hoch geworden. Es sind zu viele individuelle Patzer drin. Und ich finde einfach, dieses Aufstellungspuzzle hat seit diesem Leipzig-Spiel, war keine Aufstellung mehr dabei, wo ich am Anfang so gesagt hatte, die fühle ich so, wie ich es bis zum Leipzig-Spiel getan habe. Und ich finde auch das Puzzle gegen Mainz, trotz der guten Anfangsphase, hat für mich persönlich nicht zusammengepasst. Und es sind dann irgendwann, kannst du Entscheidungen auch nicht immer in der Pause korrigieren. Ja, Chris, ich finde es total spannend, was du sagst, weil es schließt genau das an, was wir letzte Woche auch schon besprochen haben. Da warst du dann nicht zugegen. Aber auch da habe ich schon darüber gesprochen, dass wir tatsächlich zu viele Gegentore kassieren. Ja. Und dass es tatsächlich auch gegen Gegner ist. Ne? Ich meine, klar, über Lyon kann man sprechen, das war eine starke Mannschaft. Aber dass du gegen Augsburg 2 Tore kassieren musst, ich glaube, da können wir alle sagen, es muss nicht sein. Ja? Augsburg verliert jetzt auch schon wieder. Ja? Und du stellst dir die Frage, warum haben die gegen die Eintracht gepunktet? Ja? Also was soll das? Weil die Eintracht mit individuellen Fehlern wieder was hergeschenkt hat. Es ist auch so, dass wir gegen Leipzig, Leipzig hat die einzigen 2 guten Spiele in dieser Saison gegen uns gemacht gefühlt. Ja? Wo ich denke, warum waren wir so seelenlos im DFB-Pokal? Was mich immer noch ärgert. Guck mal, es ärgert sogar den Dartautomaten. Also zu Recht. Ja, also der Dartauto, hoffentlich schießt er nicht gleich Pfeile. Nach einer Triple 20. Ja. Wie gut du das, die Darts-WM jetzt hier mit reingebracht hast. Ich bin gespannt. Ja. Hier ist ja Bundesliga-Dart. Übrigens darf man nicht vernachlässigen, hier, wo wir heute Abend sind. Also könnt ihr dementsprechend auch mal vorbeigucken. Bundesliga-Dart in Fulda sehen. Guck mal, da gibt es sogar Pokale. Also wenn das mal nichts ist, liebe Leute. Er steht aber schon ein bisschen länger hier. Solange Fußball 2000 noch lachen kann es der Eintracht so schlecht noch nicht gehen. Sagen wir jetzt. Aber ich finde die Kritik an der Aufstellung tatsächlich total smart. Denn für mich ist immer eine große Irritation, oder zuletzt immer eine große Irritation gewesen, dass Götze viel zu wenig eine Rolle spielt und dann auch. Warum? Warum ist das so? Weil ich finde ehrlich gesagt keine Begründung. Für mich ist Götze auch im Offensivspiel, auch in der Variabilität des Offensivspiels, eine große Nummer, die aktuell nicht gezogen wird, lieber Chris. Also ich finde, das war gegen Mainz, war Götze für mich in einem Überzahlspiel. Mit dem vielen Ballbesitz, wo du genau diese Genialitätsmomente gebraucht hättest, dass jetzt Mario Götze nicht mehr jede Woche 90 Minuten spielen kann, dass er
vielleicht auch die laufintensiven, pressingintensiven Spiele nicht mehr mitmachen muss, verstehe ich alles. Aber dieses Spiel gegen Mainz in der 21. Minute nach der roten Karte hätte für mich schon der Wechsel gezogen werden müssen. Ja, genau, das habe ich auch nicht verstanden. Wir haben gesagt hast, du bist jetzt einer mehr. 25 so ein Minuten, bisschen, da hat der Rasmus Christensen eine Halbfeldflanke nach der anderen reingedonnert ins Nirgendwo, wo ich irgendwann dachte, Leute... Aber jetzt wird's klappen. Ja, und das ärgert mich. Du lässt einfach 25 Minuten verstreichen, indem du die Statik nicht veränderst des Spiels mit Wechseln. Und in der Minute, wo es die rote Karte gab, da muss draußen Ratatatazong, was können wir jetzt machen, damit wir... Und deshalb muss man einfach auch sagen, wenn bei Eintracht Frankfurt, damit es weiterhin gut läuft, Flow hin oder her, müssen jedes Spiel alle Rädchen greifen und dieses Puzzle muss immer ein klares Bild geben. Und das Puzzle gegen Mainz hat kein klares Bild gegeben. Und ich fand auch die Wechsel in der Halbzeit, die waren gut. Ja. Erst dass du Larsson und Usun gebracht hast, aber ich finde, du hättest auch da nochmal andere Leute rausholen können. Ich will da auch nicht in Einzelspielerkritik zu sehr gehen, aber ich finde einfach, dass das Gesamtbild, das du am Samstag gesehen hast, so 1000 Millionen prozentig unverdient, jetzt noch mal auch aus der Mainzer Sicht des einmal zu sehen, war das nicht, weil die schon auch sehr, sehr viel dagegen geworfen haben. Nein, weil die einfach weil die in Unterzahl alles getan haben, was sie dafür konnten und die Eintracht nicht alles reingeworfen hat, nicht vom Einsatz, aber von dem, was die Eintracht reinwerfen kann aus dem Werkzeugkasten, das ist ihnen nicht ganz gelungen. Und das ist ja genau der Punkt. Wenn ich Götze schon anspreche, er führt es aus. Wie siehst du die Situation? Weil es ist doch einigermaßen irritierend, dass der so wenig Einsatzzeit, gerade auch, ihr habt es ja wunderbar illustriert, gegen Mainz dann beispielsweise. Ja, ich finde, dass solche Spiele halt auch zeigen, dass das, was oft vergessen wird, wenn die Selbstverständlichkeit da ist, dass Spieler wie Trapp, Tuta und Götze unglaublich wichtig sind, während man andere Spieler feiert, wenn man andere Spieler sehen will und dann will ich mal den sehen. Aber dass du es trotzdem schwierig auffangen kannst, wenn die Basis nicht da ist. Ich finde schon, dass man das dem Spiel anmerkt, dass Tuta und Götze nicht spielen. Und das haben wir jetzt auch wieder gemerkt, dass Kevin Trapp nicht spielt. Also du hast so gewisse Selbstverständlichkeiten durch die erfahrenen Spieler, zu denen ich Tuta mittlerweile dazu zähle. Total. Die sind nicht immer spektakulär, aber die merkst du halt richtig krass, wenn sie mal nicht da sind. Und das, finde ich, war ein Paradebeispiel, dieses Spiel. Weil du das Gefühl hattest, dass auch so der Anker fehlt, den jungen Spielern so eine Zuversicht zu geben, bei einem Freakspiel zu sagen, so, ja Leute, ich habe schon viel erlebt, wir kriegen das schon hin, wir sind besser. Einfach diese 1-2 Spieler auf dem Platz, die sagen, Leute, ganz ruhig, ihr verzweifelt gerade da und ihr probiert und tut, funktioniert nichts, aber wir sind besser. Wir sind besser und ich würde auch widersprechen tatsächlich, dass das verdient war. Nein, ich glaube, Mainz 05 war da auch sehr selbstkritisch, die gesagt haben, zur Halbzeit haben sie getwittert, wir wissen selber nicht, wie wir hier führen können. Und ich finde, dieses Spiel hat das auch so hergegeben. Dieses Spiel, ich bleibe dabei, trotz der Fehler, wenn ein ganz normaler statistischer Tag gewesen wäre, gewinnt diese Eintracht dieses Spiel. 6-7-3. Und dann reden wir halt auch über diese ganzen Dinge nicht. Das ist halt das ist der Konflikt, den ich so ein bisschen mit mir in dieser Betrachtung habe bei diesem Spiel. Will ich da wirklich viel Sachen rausziehen? Will ich da jetzt Aufstellungen kritisieren? Kannst du machen, du hast auch valide Punkte genannt. Die Frage ist doch halt nur, sollte man anhand so eines Spiels irgendwelche Bewertungen machen, die vielleicht gar nicht richtig sind? Ja, verstehe ich. Müsste man einfach sagen, ganz ehrlich, solange du Chancen hast, ist eigentlich alles in Ordnung. Nee, ist für mich nicht alles in Ordnung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde nämlich das Signal, was du mit der Aufstellung auch gesetzt hast, hat mich durchaus ein wenig irritiert, weil ich eigentlich schon gedacht habe, dass du gegen Mainz das letzte Spiel vor der Pause zumindest wirklich nochmal im klassischen Sinne, wie wir im Fußball sprechen, immer sagen, alles raus aus. Und das hat mir tatsächlich gefehlt. Ich hätte mir einen Götze gewünscht. Ich war tatsächlich auch ein bisschen irritiert darüber, dass ein Chahibi spielt. Wo ich auch gedacht habe, okay, eigentlich der im Vergleich bessere Spieler in der letzten Zeit wäre halt Knauf gewesen. Also du hast allein da so zwei Situationen, wo ich gedacht habe, warum machst du das? Also muss schon sagen, für mich war das ein irritierendes Signal, nochmal zu rotieren in dem letzten Spiel vor der Weihnachtspause, wo du eigentlich mit potenziell 30 Punkten in die Weihnachtspause gehst und sagst, Alter, 30 Punkte nach 16 Spielen, hier geht aber noch alles. Und jetzt ist es so, dass du den kleinen Negativtrend, den wir zuletzt hatten, gegen Lyon, gegen die beiden beiden Spiele, gegen Rasenball fucking Leipzig, whatever, und Augsburg, das konntest du da jetzt nicht aufhalten. Jetzt bist du weiter in diesem Mini-Strudel drin. Ich finde... Wenn ich so gefragt werde, ob ich finde, ist es jetzt eine sehr gute, eine gute oder wie auch immer Serie bis Weihnachten, ist es für mich... Ich hab dir das nicht nee, du mich nicht, aber generell wird man das einfach gefragt. Mich hat das hier gerade einer gefragt. Also wenn ich gefragt werde... Ja, dann frage ich mich das selber. Dann frage ich mich das selber. Ja, ist ja kein Problem. Genau, dann frage ich mich das selber. Nein, ich finde immer, ein guter Indikator ist
der 2-Punkte-Schnitt sozusagen. Und deshalb war ich nach dem Augsburg-Spiel und dem Unentschieden recht relaxed, weil dort ist 27 Punkte. Und das war am 13. Spieltag und da war es noch über diesem 2-Punkte-Schnitt. Und dann habe ich sozusagen für mich gerechnet, okay, gegen Leipzig wird schwer. Mit oder ohne Supercomputer? Mit oder ohne? Ohne. Ah, alles klar, okay. Und dann halt gerechnet, aber gegen Mainz daheim, wenn du da die 3 Punkte holst, dann hast du den 2-Punkte-Schnitt und dann wäre es sogar, finde ich, eine hervorragende Serie bislang. Das stimmt. Mit einem 2-Punkte-Schnitt. Weil ein 2-Punkte-Schnitt bringt dich sehr, sehr, sehr wahrscheinlich in die Top 4. Ja. Eigentlich zu 100%. Und diesen 2-Punkte-Schnitt kannst du jetzt wieder erst erreicht haben, wenn du die nächsten 3 Spiele gewinnst. Dann kannst du wieder in diesen Punkteschnitt kommen, dass du sozusagen 18 mal 2 rechnen kannst und auf die 36 Punkte kommst. Und deshalb muss man jetzt einfach sagen, jetzt ist es immer noch eine gute Runde, aber halt nicht mehr dieses sehr gut. Ja. Das ist jetzt ein bisschen, haben sie sich rausgestrichen mit diesem Endspurt und deshalb ist der Blick nach vorne so unfassbar wichtig, wie wird es halt gerade in Pauli, zündest du wieder alles an mit dem dementsprechenden Ergebnis oder ziehst du jetzt diesen Negativ-Flow mit rein ins neue Jahr? Wir werden es beobachten, wir werden uns ganz genau anschauen, was am 11.01. auf St. Pauli passiert. Liebe Leute, ist jemand von den Fuldaern vor Ort? Jo. Ah, guck mal, hier ist schon der eine oder andere, der auf jeden Fall dabei sein will. Warte mal. Alles klar. So, ist das Ding schon an? Können wir das schon machen? Alles klar. So, du hast dich gerade schon gemeldet hier, lieber Björn. Genau, wie sieht's aus? Komplettes Wochenende oder bleibst du nur einen Tag? Nee, wir machen schon mit Übernachtung, bietet sich ja an. Wir haben jetzt lange darauf hingefiebert, dass wir wieder mal nach Hamburg können und dann nehmen wir natürlich das Wochenende mit und machen das schön mit Übernachtung. Geil. Schöne, gemütliche Tour. Der HSV kriegt es ja nicht hin, sage ich mal. Dann muss halt St. Pauli kommen. Ja, was soll man machen? Ne? Ja, ist doch geil. Wer ist noch dabei? Noch irgendjemand dabei? Ich habe eben noch eine Hand gesehen. Ah ja, sehr gut. Was erhoffst du dir gegen Pauli? Ja, ein Sieg. Was sonst? Ne? Den müssen wir. Was sonst? Dass die Party abends ordentlich abgehen kann auf Pauli. Okay. Was habt ihr geplant? Wo geht's hin? Das kann ich dir nicht sagen, weil ich bin leider nicht dabei. Hamburg, aber wahrscheinlich Kiez. Ne? Okay, Alt-Hamburg offenbar. Ja, okay. Aber was ich noch mal sagen wollte zu eurer Diskussion, die Selbstverständlichkeit fehlt halt auch durch diese ständige Wechsel. Es ist natürlich toll, dass wir die jungen Spieler alle reinbringen können und sie auch Leistung bringen. Das ist ja auch sehr überraschend ist. Nene Braun, Usun, wenn sie reinkommen. Er spricht schon Leute an, die wir gleich noch besprechen. Bringen sie, aber diese Selbstverständlichkeit fehlt, glaube ich, wenn man die Aufstellung permanent wechselt. Ne? Das ist gerade in der nicht Defensive, siehst du es halt. Genau. Ne? In der Defensive und nicht nur wegen Verletzungen, sondern einfach aufgrund. Ja, muss man Topmaler mal fragen. Ja, die Gründe müsste man mal erfragen. Das ist tatsächlich ein größeres Problem. Vielen Dank. Ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß auf St. Pauli. Ja, das wird auf jeden Fall geil. Aber ihr habt es gerade schon gesagt. Und ich glaube, wir müssen genau zu dieser Hinrundenbewertung mal gehen. Und die Hinrunde, es ist eine gute Hinrunde, wie wir gerade gehört haben. Der 2-Punkte-Schnitt ist nicht ganz erreicht. Aber, liebe Leute, wir gehen mal zum großen Hinrundenrückblick. Und da frage ich dich, lieber Basti. Erstmal ein Highlight. Ich will erstmal was Positives fürs Herz hören. Ihr könnt natürlich fleißig in die Kommentare schreiben, was eure Highlights sind. Was war dein Highlightspiel in dieser Hinrunde? Kannst alles nennen. Also DFB-Pokal, hat nicht so lange gedauert. Europacup, oder Bundesliga. Tatsächlich das Spiel in Heidenheim. Weil dieses Spiel in Heidenheim war... Sagt man immer. Spiel in Heidenheim, Highlight, ja? Nee, für mich war es tatsächlich das Spiel, wo ich am meisten Angst vor hatte, weil ich dachte, okay, das ist jetzt so ein Sandwich-Spiel, wo du dann in Heidenheim Körner lässt, wo du halt einen kleinen Gegner hast, wo du dann wieder Punkte liegen lässt. Und nein, die Eintracht hat es da nicht gemacht. Die Eintracht hat da dieses Spiel gewonnen. Ich war nach dem Heidenheim-Spiel so hyped wie nach keinem anderen Spiel. Weil ich dachte, okay, das sind die Spiele. Weil da machst du gegen Bayern, machst du dann eine Königsleistung. Wie oft hatten wir diese Spotlight-Spiele, wo alle Spieler dann plötzlich über sich hinausgewachsen sind, wo ein Ibimbe wie J.J. Okocha durch die Bayern-Abwehr gedribbelt ist damals und so ein Kram. Aber nee, es ist halt immer die Frage, can you do it on a cold night in Heidenheim? Und die Eintracht hat das mit Ja beantwortet. Ja. Und das ist für mich viel wichtiger. Und deswegen sind diese Mainz-Spiele ja so ärgerlich, weil das sind genau diese Spiele. Das spielt auch 3 Punkte. Und dieses Heidenheim-Spiel war für mich eins, wo ich dachte, Alter, geil. Die Eintracht hat es jetzt im Programm, diese Spiele zu gewinnen. Und auch, ich würde auch zu den Highlights diese ganzen 1-0s zählen. Wo du einfach nur dieses Spiel dreckig 1-0 gewinnst und vielleicht auch gar nicht so gut an dem Tag warst. Man merkt halt, du wirst auch älter, ne? Früher wolltest du so die Highlight-Spiele 4-1, 5-1, wolltest dich an vielen Spielen erfreuen. Ich wollte immer die Drecksspiele gewinnen, weil es gibt auch hauptsächlich Drecksmannschaften in der Bundesliga. Das heißt...
Das heißt, du kannst da ja viel mehr Punkte sammeln. Ja, klar. Du kannst viel mehr Punkte sammeln gegen die grauen Mäuse, weil du hast das Gefühl, die ganze Bundesliga ist ein ganzes graue Mausloch geworden. Auf jeden Fall, ja. Wenn du dir samstags die Konferenz anguckst und denkst, geil, schalt mal Konferenz ein. Heidenheim, Augsburg, geil. Augsburg, Kiel, Mainz. Und dann denkst du dir so, nee, gut, dann schaue ich doch lieber was anderes. Ja. Oder geh selber irgendwie Sport machen, anstatt mir die Bundesliga anzuschauen. Nee. Und deswegen war dieses Heidenheim-Spiel mein Highlight, weil ich dachte, okay, das ist die Bundesliga. Das ist Bundesliga-Alltag, sind mittlerweile Spiele gegen Heidenheim und nicht gegen Hamburg, sondern das sind halt diese Spiele, die du gewinnen musst. Die Eintracht hat das Spiel gewonnen, deswegen war das für mich eigentlich so ein Startschuss, aber ein wirklicher Startschuss war es nicht, sondern im Endeffekt Kurzer Startschuss. ist die Eintracht auch wieder ein bisschen da. Die Eintracht ist auch wieder die Eintracht. Ja, das stimmt schon, wobei ich echt sagen musste, dass wir den alten Eintracht-Fluch vielleicht hätten ein wenig besiegen können, und zwar nach dem DFB-Pokal, bei dem DFB-Pokalspiel gegen Gladbach. Das war für mich eigentlich so der Punkt, wo ich gedacht habe, okay, diese alte Saison ist wirklich vorbei, diese lange unentschiedene Saison, wo wir irgendwie ganz okay performen, aber nicht wirklich gut. Gegen Gladbach auch zu 10 im Endeffekt. Und wir haben das Ding gerissen. Wir haben sogar noch gute Tore erzielt. Und dieser Biss war in diesem DFB-Pokalspiel so da, dass ich eigentlich gedacht habe, okay, jetzt können wir auch vielleicht auch in der nächsten Runde durchrohren. Das hat dann halt nicht so funktioniert gegen Leipzig. War einer der schlechtesten Spiele, muss ich sagen. Aber für mich war dieses Spiel unter der Woche einfach so ein geiles Highlight-Spiel, wo ich auch das Gefühl hatte, dass da auch der Funken auch auf den Fans, zu den Fans, zu der Mannschaft total übergesprungen ist. Aber es hat nicht lange gehalten. Was war dein Highlight? Stuttgart. Stuttgart. Das 2-3 in Stuttgart. Ich fand durch diese Dramaturgie ab Minute 90 dann mit diesem zurückgenommenen Tor mit dem dritten Mamouche-Freistoß, Tor innerhalb von einer Woche mit einem Nene Brown, der da dann auch, ich glaube, es war sein zweites Tor erzielt hat und wo du so langsam gemerkt hast, was für ein Knaller die Eintracht da bekommen hat. Also Stuttgart hatte unheimlich viele coole Geschichten und war durch diese Last Minute, das Stuttgarter Stadion explodiert zum 3-3 und dann wird es doch noch weggenommen. Das war schon so ein Sieg, glaube ich, der aus Eintracht-Sicht eine Geschichte dieser Saison sein wird. Lässt du deinen Blutdruck regelmäßig checken? Wie sieht das aus? War der da sehr hoch? Hast du so eine Uhr oder sowas? Du hast ja viele Uhren. Ich hab viele Uhren, aber da habe ich nicht drauf geachtet, aber hätte ich mal gerne. Ja, ne? Ich glaube, das war schon wirklich so ein emotionaleres Spiel. Ja, es war echt als du auch so gemerkt hast, jetzt wird's geprüft. Ja. Und dann siehst du die Bewegung und wusstest, okay, krass, den Dreier hast du gezogen. Das ist krass. Mal gucken, was er wert sein wird am Saisonende. Wir sind sehr, sehr gespannt. Ein Downer für mich in dieser Saison, wir haben eben drüber gesprochen, deswegen will ich gar nicht mehr zu viele Worte verlieren, aber es war jetzt dieser vorweihnachtliche Downer. Für mich wirklich dieses Spiel gegen Mainz, wo ich echt gedacht habe, ich will eigentlich immer gegen Mainz gewinnen. Für mich ist halt wirklich, ganz ehrlich, in der mittelmäßigen Saison will ich zumindest gegen Mainz gewinnen. Ich will am liebsten auch in Mainz gewinnen, aber auch gerade zu Hause, dass diese Nervbacken nicht die ganze Zeit ankommen. Weißt du, auch bei uns, ganz ehrlich, wir können es ja, Full Disclosure, auch im HR arbeiten, leben viel zu viele Menschen in Mainz. Und da denke ich mir auch, die arbeiten doch beim HR. Was soll das denn? Warum leben die denn alle in Mainz? So schön ist es da nicht. Und dann kommt die hin, ja und, wie lief's? Naja, nicht so gut und so. Weißt du, bist du einfach genervt. Weißt du, nachher komme ich wieder zur Arbeit, da gibt's auch wieder 2 Leute. Na, hat ja nicht so gut geklappt. Ne? Was soll das? Ja? Und da habe ich einfach keinen Bock drauf, deswegen gegen Mainz immer gewinnen. Und jetzt erneut nicht, und das ist einfach frustrierend, war für mich echt noch so ein vorweihnachtlicher Downer, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie geht's dir denn? Mein Downer der Hinrunde war die Pokalauslosung. So, hier, Saxophon Johnny, Alter. Was ist los mit dir? So, also das Ding ist, für mich war der Pokal schon... André Schlurrer, oder wie der heißt, ne? Keine Ahnung. Für mich war der Pokal an dem Tag schon vorbei. Ja. So, dieses loszuziehen. Ich hatte keinen Bock, dahin zu fahren. Ich bin noch nicht hingefahren. Ich wollte das Spiel auch am liebsten gar nicht sehen. So oft Leipzig hintereinander zu sehen, gerade weil wir in der Bundesliga auch gegen die gespielt haben, ist für niemanden gesund tatsächlich. Nee. Weil das geht halt über diese normale Fußballabneigung hinaus. Weißt du, was für eine normale Fußballabneigung. Dann ist Abi-Spiel gegen Werder Bremen, dann kabbelt man sich ein bisschen und dann ist doch gut. So, Stuttgart hast du auch angesprochen. Wir hatten ein Pokal-Halbfinale in Stuttgart, wo man sich während der 90 Minuten hat man sich angeschrien, man hat sich mit Bechern beworfen. Ja, und am Ende so, gutes Spiel. So. Ja. So. Harter, fairer Wettkampf. Ja, das ist eine andere Abneigung, als du bei Leipzig spielen hast. Bei Leipzig guckst du 90 Minuten und du spürst einfach nur dieses Gefühl, das soll da nicht sein, das gehört sich so nicht. So, das hat mit dieser Bundesliga, mit Fußball, wie ich es kenne, nichts zu tun. Deswegen war für mich tatsächlich die Auslosung das absolute Downer-Ding in der Hinrunde. Hat gleich die Energie rausgezogen. Hat es gleich schon vor dem Spiel.
So, nicht mal, dass ich dachte, geil, Leipzig raushauen. Nee, sondern vor dem Spiel. Du überlegst, schade Schokolade. Du überlegst ja, fährst du hin, hast du Bock da drauf und du wusstest gleich, okay, alles klar, Pokalspiel ist hier das beschissenstmöglichste los, weil da war ja alles drin gewesen. Es wäre ja grundsätzlich nach diesem, wie gesagt, nach Gladbach habe ich gedacht, okay, ist alles möglich. Und dann habe ich gedacht, okay, gar nicht mehr so viel. Was war dein Downer? Boah, es gibt wenige. Das muss man auch mal festhalten. Also wenn man jetzt sieht, so Downer. Die Saison war fast da hättest du fast, da hättest du über Saarbrücken und sonst wen hier die Liste lang und länger werden lassen können. Erinnert ihr euch noch an Saarbrücken? Ja, da gab's. Oder das Spiel gegen Stuttgart daheim oder so. Also so dieser klassische Downer war natürlich jetzt fürs Gemüt, muss man schon sagen. Da bin ich bei dir, der vergangene Samstag. Ich glaube, da muss man nicht so viel drum herum reden. Ich finde auch den Take von Basti gut, dann vollende ich aber mal, dann war mein Downer, obwohl ich das Pokalausscheiden an und für sich, du kannst in Leipzig ausscheiden, aber trotzdem das Wie an diesem Tag, dass du dermaßen vermöbelt wurdest, dass es auch 10-0 hätte ausgehen können und keiner gesagt hätte, das wäre unverdient gewesen. Aus der Phase, aus der RB kam, das fand ich, das war schon so ein, gerade nach diesem Hype, den wir auch nach dem Heidenheim-Spiel auch bei Fußball 2000 hatten, und ich glaube, dass man auch sagen, dass auch mal menschlich, dass er nach so einem Spiel echt gehypt war, weil das einfach so Eintracht untypisch war. Und dann fährst du da 4 Tage später nach Leipzig schon das erste Mal gefühlt mit dem Gefühl hin, da geht was. Ja. Und dann wirst du dermaßen abgewatscht. Ich fand, das war schon ein Spiel, das war eine schallende Ohrfeige. Liebe Leute, schreibt immer in die Kommentare, was euer Downer war. Und jetzt will ich aber mal hören, bevor ich an euch gebe ich erstmal ans Publikum. Denn die Frage, die sich jetzt aufdrängt, nach dem kleinen Downer, den wir hatten, gibt es aber auch Highlights. Und zwar der beste Newcomer der Saison. Und da will ich mal gucken, hat einer von euch denn einen Highlight-Spieler, einen Newcomer, wo ihr gedacht habt, da war mir nicht klar, dass der so gut ist. Gibt es irgendjemanden, den ihr nennen wollt? Ich habe immer schon 1, 2 Namen gehört. Irgendjemand, der sich meldet? Ja, leider nicht. Ja. Sonst hätte ich irgendwie könnte ich Noten verteilen oder so. Weißt du was, dann gehe ich einfach nochmal zu dir, weil du hast jemanden genannt, der diese Saison herausragend performt hat Tore gemacht, hat tatsächlich auch Vorlagen gegeben. Hättest du das von Nene Brown gedacht? Nein, wenn ich ehrlich bin, nicht. Am Anfang hat er ja, an den Vorbereitungsspielen noch ganz gut gespielt, dann war er aber eigentlich raus und dann kommt er aus dem Nichts und bringt so Leistung. Das ist phänomenal. Es ist wirklich der absolute Wahnsinn, danke dir, wenn wir überlegen, Nene Brown, ein Spieler, der aus der zweiten Liga gekommen ist, ein Spieler, bei dem wir gedacht haben, okay, wird er sich überhaupt durchsetzen können, denn er ist gar nicht für den Europacup nominiert worden, wenn ich das richtig im Kopf hatte. Und dann ist es natürlich so, hat er eine herausragende Hinrunde abgeliefert, lieber Basti. Was kannst du zu Nene Brown sagen? Ich schließe mich den Worten an. Was soll ich zu Nene Brown sagen? Also ich hatte den auch nicht so schnell auf dem Zettel. Ich habe gedacht, das wird eine normale Entwicklung, dass du sagst, okay, gewöhnt euch im ersten Jahr an die Bundesliga und dann gucken wir nächsten Sommer mal, ob das dann eventuell sich zum Startelf-Kandidat sich entwickeln kann. Dass der so schnell reinkommt und auch offensiv so gut ist. Ich glaube, das ist für mich die größte Überraschung bei ihm. Ja. Dass er sich auch so und auch in einer zentralen Weise ins Spiel einschaltet. Also du hast ja bei ihm einen Außenbahnspieler im Kopf gehabt, gesagt, okay, Außenbahn bekleiden. Aber wie oft er auch im Zentrum ist und welche Pässe er auch im Zentrum spielt, ich glaube, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Also dass er quasi so aktiv auch in der kreativen Zentrale mitwirken kann. Ja, und ich meine, Stefan Reichs hat es in einer Folge gesagt, so, es ist nicht übertrieben, dass man sagt, okay, Julian Nagelsmanns Anruf ist nicht mehr so weit weg, auch nach der Kürze der Zeit. Und das ist natürlich überraschend, wenn jemand nicht für die Europa League nominiert wird und gefühlt auch dann dadurch so ein bisschen außen vor war. Und dass er dann das irgendwie so abschütteln kann und jetzt so schnell so tief drin ist und ehrlich gesagt auch ganz, ganz klar Nkunku verdrängt hat. Also das ist ja jetzt gar keine Frage mehr. Also er wird nominiert. So. Ja. Also der wird die K.O.-Runde mitmachen. Ja. Ob ab der Zwischenrunde, was wir ja nicht hoffen, oder dem Achtelfinale werden wir noch sehen. Aber nach den Spielen gegen Budapest und Rom wird dann Nene Brown in den Kader kommen. Und du hast den Streichkandidat dann angesprochen, Nkunku. Bei Nene Brown ist halt das, was ich auch nicht wusste, was mir jetzt erzählt wurde vor ein paar Wochen, dass er früher in der Jugend auch im zentralen Mittelfeld gespielt hat und im offensiven Mittelfeld. Das sieht man. Das, was ich meinte. Deshalb hat er auch diesen Torinstinkt. Dass er jetzt auf der Liste von Nagelsmann ist, ist folgerichtig. Das ist eine Position links hinten, die nicht üppig bestückt ist, die jetzt noch weniger bestückt ist nach der gute Besserung natürlich an Benjamin Henrichs, der sich den Achillessehnenabriss zugezogen hat. Einer im Publikum leidet kann das, glaube ich, sehr gut mitfühlen. Das wünscht man seinem ärgsten Feind nicht. Also das ist eine schlimme Verletzung, die natürlich eine Tür öffnet für Nene Brown.
Ja. Wenn er so weitermacht. Ich meine, 6 Scorerpunkte in 576 Bundesliga-Minuten sagt alles und der kann auch noch richtig gute Ecken schlagen. Er macht richtig Spaß. Er macht Spaß. Du hast recht, es ist tatsächlich so, kann Ecken schlagen, ist wirklich offensiv. Und der ist geil, der ist torgeil, der hat Bock, der will wirklich immer wieder nach vorne. Seine Entwicklung ist einfach herausragend. Ich freue mich, dass er so gut schon bei der Eintracht angekommen ist und es ist ganz klar, dass der unser Newcomer in dieser Hinrunde ist. Aber ich würde eine Person ganz gerne noch mal ganz kurz, auch wenn ich es mir nicht aufgeschrieben habe, weil ihr, glaube ich, alle unisono genau in dieser Situation unterwegs wart. Aber ich würde ganz gerne noch mal ganz kurz über Collins sprechen, weil wir haben in der letzten Saison auch gesehen, dass als er gegen Bremen mal reinkam, das ist ein Spieler, der hat eine Robustheit, der ist ein geiler Typ. Und der will auch, und wir merken, wie gut er sich in dieser Hinrunde jetzt schon bei der Mannschaft festgesetzt hat. Das ist eine herausragende Entwicklung. Wir haben Nene Brown, wir haben Collins, wir haben immer noch Knauf, bei dem wir einmal denken, okay, der ist bestimmt schon 30 oder so, weil er schon gefühlt so lange dabei ist. Aber der ist auch noch Junioren-Nationalspieler. Da merken wir, dass Seit dieser... 6 Jahren. Ja, genau. Das ist der Wahnsinn. Ja, ohne Scheiß, ich wäre auch mal ganz gern so dauerhaft jung, aber es ist wirklich der Wahnsinn. Knauf, auch ein toller Spieler, aber Collins, muss man sagen, total gut, oder? Ja, bei Collins finde ich die Überraschung sogar noch größer als bei Nene Brown. Weil dass Nene Brown irgendwie ein talentierter Spieler war, Nürnberg hat ja auch entsprechend auch ein bisschen Geld gekostet. Ja. Bei Collins war das wirklich so ein Experiment, dass du sagst, okay, für den Preis kann man es mal ausprobieren. Genau. So, und dann auch noch mit dieser Schnelligkeit, also dieses Gefühl, dass er dann auf der Außenverteidigerposition so gut performen kann, das hatte ich auch so nicht auf dem Schirm. Da kam er dann rein und war gefühlt dann auch nicht mehr weg. Ja. Also es war nicht mal so ein Rantasten, sondern der ist einfach direkt auf die Party gekommen und ist auch geblieben. Ja. So, der ist einfach reingekommen und dann hast du das Gefühl gehabt, okay, der hat sich innerhalb von einer Halbzeit zum Stammspieler plötzlich gemacht. Also diese Entwicklung war ja schon sehr, sehr, sehr rasant und auch mit Qualitäten, die auch nicht selbstverständlich sind. Dass du so einen großen Spieler hast, der so schnell ist, gibt es auch nicht oft. Nee. Dass du quasi, du hast ja normalerweise, der Typ Außenverteidiger, wenn du kannst ja so kategorisieren, verschiedene Außenverteidigertypen, denn der ist ja auch sehr selten. Dass du einen großen Spieler mit einer Grundschnelligkeit hast, ist sehr untypisch. Normalerweise hast du ja Außenverteidiger, das sind kleine buselige Angelinios, du hast diesen kleinen buseligen Außenverteidiger-Typ. Er kombiniert ja ein bisschen beides. Und das ist, glaube ich, gerade für Topmöller, ich glaube, für so einen Fußball-Nerd wie Topmöller ist das der Idealfall. Ja. Dass du quasi so einen Rule-Breaker-Spieler hast, der irgendwie verschiedene Eigenschaften in sich vereint, den er dann auch flexibel einsetzen kann. Ich glaube, wenn Topmöller und Lucien Favre sich auf dem Dachboden treffen würden die sich genau solche Spieler wie Collins entwerfen. Ja, wahrscheinlich. Und sagen, oh, das ist geil, der kann da und da. Ich kann ihn auch noch da spielen lassen, Und du hast, ja, ich finde, dass du halt gesehen hast, okay, das ist ein gutes Zeichen auch an alle anderen. Und ich glaube tatsächlich, dass das auch so ein bisschen Feuer aus dieser Can Uzun-Geschichte genommen hat. Ja. Dass man gesehen hat, okay, so schnell kann es gehen. So weit ist er nicht weg. Und dann kriegst du hier mal einen Einsatz und wenn du performst, bist du drin. Weil im Endeffekt hast du es ganz am Anfang der Sendung angefangen anzusprechen. Für was Collins auch gesorgt hat, ist tatsächlich, dass Gino Topmöller für ihn angefangen hat, Dinge umzubauen. Ja. Und das ist ja auch eine krasse Wertschätzung, wenn der Trainer plötzlich rumdoktort, nur damit du spielen kannst, weil der eigentlich etatmäßige Rechtsverteidiger aus einer Verletzung zurückkommt. Das sagt, glaube ich, alles darüber aus, wie gut der sich in die Mannschaft reingespielt hat. Aber auch eine gute Entwicklung, dass wir mittlerweile mit solchen Spielern unterwegs sein können. Ich weiß noch, wenn es darum geht, dass Trainer ganz gerne Spieler ummodellieren, dann kann ich mich noch an Friedhelm Funkel damals erinnern, der aus gefühlt jedem Spieler, der auch in der Offensive, Defensive unterwegs war, defensiven Mittelfeldspieler gemacht hat. Ja. Jermaine Jones unter anderem war mal Außenspieler, ja und vorne und wird dann auch grandiose... Nur bei Amanatidis hat er es nicht geschafft. Der ist Stürmer geblieben. Zum Glück, ja, immerhin einer. Aber das ist jetzt eine schwierige Überleitung, weil Amanatidis natürlich ein sehr, sehr guter Spieler war. Aber ich will mit euch mal darüber sprechen. Es gibt ja auch nicht nur die Highlights, sondern auch die Leute, bei denen wir uns vielleicht ein bisschen was anderes erhofft hätten, wo wir sagen, da ist noch Optimierungsbedarf. Und da will ich dich fragen, lieber Chris, hast du einen Spieler, und übrigens, wenn sich jemand meldet, komme ich hin, aber keine Angst, ich werde niemanden zwingen. Es gibt ja heute keine Noten, also dementsprechend, falls ihr noch was sagen wollt, meldet euch, ich gucke ganz genau. Ansonsten schreibt ihr es entweder nachher in die Kommentare, wenn ihr euch heute nicht traut, oder ihr schreibt jetzt in die Kommentare. Aber Spieler mit Optimierungsbedarf, bitte. Ich finde, das Jahr 24 von Faris Chaibi war kein gutes. Ja. Und zwar das Ganze. Ja. Mit dem Afrika Cup, da geht's Licht aus. Da sogar das Licht Faris macht das Licht aus, ja. Naja, warten wir mal ab, was mit dem Licht passiert. Nee, wir machen einfach weiter. Aber wir machen mal weiter. Wie immer, One-Take Fußball 2000. Mach einfach weiter. Ja. Nein, also bei Chaibi... Ja, genau.
Boah. So, danke Leute. Fühlst du dich unter Druck gesetzt? Erzähl doch mal. Nein, überhaupt nicht. Erzähl doch mal, was mit den Chevy ist. Verhör oder was hier? So ist gut, ne? Nee. Wo waren Sie gestern um 16 Uhr? Waren Sie gestern um 16 Uhr nicht im Stadion? Nein. Also, Ja. wir kriegen schon Das ist hin. live, aber- das ist toll, ja. Also. Aber hier, da kann nicht alles ruckeln. Hier, wir sind die Diva Fußball 2000. Also, nein, JB finde ich. Geht hier alles schief. Aber wir sind live in der Kneipe. Weiter. Immer weiter geht's. Also, Das wird auch echt alles nicht geschnitten. ja, Liebe Leute. das ist, jetzt sieht man, wie Fernsehen funktioniert. Aber jetzt hier, also wenn die Eintracht so ins Jahr 2025 startet, wie wir hier enden. Nein, also Fares Chaibi hatte, wie ich finde, einfach kein gutes Jahr 24. Das fing einfach schon nach der Rückkehr vom Afrika Cup an. Er hatte noch mal ein paar Highlights in der Conference League, aber ich glaube, die Entwicklung von Chaibi ist nicht die er sich erhofft hat, nicht die sich das Trainerteam erhofft hat, nicht die sich die Bosse erhofft haben. Und ich finde am Ende, diese Ausstellung gegen Mainz war für mich persönlich eine, die hat mich wirklich getriggert. Deswegen habe ich es vorhin verstanden. Das habe ich gemerkt, als wir uns getroffen haben vor dem Spiel. Ich konnte das nicht nachvollziehen, weil ich einfach sagen musste, du musst dir Einsätze gerade in der Startelf verdienen. Und die hat er sich einfach in diesem ganzen Halbjahr nicht verdient. Ja. Und dann kann mir auch keiner sagen, dass er da wieder gefällig gespielt hat und alles. Da geht es für mich um ein Gesamtbild. Ich finde, JB hatte sich den Startelf-Einsatz gegen Mainz nicht verdient. Und auch wenn da 2, 3 gute Aktionen dabei waren, die mir wieder welche dann vorenthalten können danach. Ich will sie nicht vorenthalten, ich will sie vorhalten. Vorhalten, danke. Die man mir vorhalten kann, die will Steckig, ich nicht vorenthalten. Aber man kann mir vorhalten, dass ich die nicht hoch genug gewichte. Aber ich finde, JB, das Spiel gegen Mainz war genau das, was ich von ihm im ganzen Jahr 24 gesehen habe. Beispiel, ja. In Dortmund der Schuss weit übers Tor. Und das war mir zu wenig bei den Qualitäten von dem JB, was er am Ende reingeworfen hat. Da langen mir auch nicht ein paar gute Zweikampfstatistiken. Kann ich absolut nachvollziehen. Ich glaube, du hast einen Spieler angesprochen, der uns alle irgendwie so ein bisschen triggert, weil wir wissen, was Fares Chaibi kann, was er auch schon gezeigt hat. Gerade als er neu bei der Eintracht war, war er ein belebendes Element, hat uns gezeigt, wie gut er auch keine Ahnung, allein in Flanken, auch in der Hereingaben grundsätzlich ist. Da war viel Gutes dabei, aber wir sehen das seit langer Zeit jetzt nicht. Und jetzt ist es tatsächlich ein Problem. Deswegen, ich stimme dir zu, ich hätte auch Chaibi nicht gebracht, habe ich ja vorhin gesagt. Ich hätte lieber einen Götze gebracht, ich hätte lieber eine andere Situation bemüht oder mit Knauf oder Usun. Von mir aus, selbst Usun, der macht gerade irgendwie einen frischeren Eindruck, einen wacheren Eindruck. Und das ist halt die Situation. Ich habe auch Fares Chaibi stehen, aber ich will noch mal über einen anderen Spieler sprechen, denn ich glaube, bei einem könnte wahrscheinlich jetzt die Zeit abgelaufen sein. Ich muss sagen, eine große Frustration trage ich in mir, wenn ich über Dina Ebimbe nachdenke, weil ein Spieler ist, der im Optimalfall alle Qualitäten hat, aber sie so selten wie lange nicht mehr zeigen kann, lieber Basti. Ja, für ihn war die ganze letzte Zeit irgendwie eine Achterbahnfahrt. Du hast das Gefühl gehabt, der war schon weg, dann kam er plötzlich wieder, dann war er wieder weg, dann kam er doch noch mal wieder. Also wie oft der schon wieder gekommen ist jetzt wahrscheinlich auch das ein oder andere Mal zu viel, weil man es auch noch... Mehr Comebacks gefeiert als Ric Flair. Ja, ist ja im Endeffekt so, du hast so einfach so ein Wellental bei ihm drin, dass du gar nicht das Gefühl hast, der kann sich gar nicht irgendwie festspielen, weil wenn er das dann mal macht und alle sind wieder begeistert und er seine Energie, die er zweifellos mitbringt, auf den Platz bringt, ist er schon komplett wieder weg und dann guckst du die Aufstellung an und dann ist er 2 Wochen hintereinander gar nicht im Kader und du fragst dich, wo ist er denn jetzt schon wieder gelandet? Und man weiß dann halt auch nicht, was passiert, weil es hieß dann immer, mich hat das letztes Jahr schon gestört, dass wir letztes Jahr, in der letzten Saison, haben wir praktisch ein wöchentliches Update bekommen. Ja. Wie geht's Dina Ebimbe? Ja, stimmt. Und wie bewertet Topmöller Ebimbe? Und dann dachte ich, lass doch mal den Jungen in Ruhe. Ja. Das würde mich auch Ach, abfucken, du wenn jede Woche über mich stehen würde. Da warst du aber gestern wieder schlecht drauf gewesen. So, du denkst dir so, ey, lass den doch mal irgendwie reinkommen. Aber das hat nie aufgehört. Vielleicht brauchen wir doch wieder die Updates, damit wir wissen, wo er ist. Wahrscheinlich keine so, Ahnung. ja. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir wie so im Dschungel, dass wir gar nicht wissen, ist er überhaupt da? Welche Dschungel-Challenge hatte? Hat er irgendwas mit Sonja Zietlow oder so? Keine Ahnung. Vielleicht hängt es damit zusammen, vielleicht müssen wir ihn da rausholen. Keine Ahnung. Der ist ja gar nicht mehr im Kader. Das ist wirklich eine frustrierende Situation. Es ist merkwürdig und ich glaube tatsächlich, dass das jetzt halt einmal zu viel ist. So, ja. Ich glaube, dass die Geschichte, die du immer wieder probiert hast zu erzählen, ja, der Trainer hat mit ihm geredet und er hat das und das angenommen, die kannst du jetzt nicht nochmal bringen. Nee. So, du kannst nicht nochmal bringen. Das ist wie wenn ich sagen würde, ich gehe nie wieder feiern und dann, ja klar, dann machst du es am nächsten Wochenende wieder. Also du hast nur eine gewisse Anzahl an Erzählungen, die du ab und zu bringen kannst. Das ist genauso wie so eine Motivationsansprache von einem Trainer. Das kannst du auch nicht jede Woche machen.
sondern die musst du punktuell einsetzen. Pferdeansprache. Und genau diese Dinge, das hat sich jetzt scheinbar abgenutzt. So, im Endeffekt, das Einzige, was ich mir noch vorstellen kann, dass das jetzt einfach komplett aus ihm selber kommt. Aber ja, keine Ahnung, irgendwie scheint da ja irgendwas zu fehlen. Auch, ich weiß nicht mal genau, was es ist, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich ist es einfach so eine mentale Konstanz. So eine mentale Konstanz, die er zum Beispiel auch einen Nkunku hat, den ich zum Beispiel hier in der Kategorie nennen würde, auch nicht hat. Sondern dass es einfach, du immer wieder gezeigt bekommst, was die könnten. Und das macht die Frustration dann halt auch umso größer, wenn die halt dann zeigen, was sie ab und zu dann halt machen. Das ist halt eine große Frustration. Früher hatten wir, wenn wir uns an alte Zeiten zurückerinnern, da wussten wir, der konnten Spieler eigentlich nicht so viel. Ist ja wie bei uns. Bei uns weiß man, wir können es nicht. Dann haben die Leute auch keine Erwartungen und dann freuen die sich, wenn die 500.000 Ja, klar. So. Also ganz ehrlich, auch damals, als André Wiener irgendwann zur Eintracht gekommen ist, da wusste ich, der ist auch schon alles vorbei eigentlich. Ne? Da hast dich gar nicht gefreut. Ja, du hast so gedacht, bei Medi Madavika bist froh, wenn der das überlebt. Das er kann auch gerade laufen. Ja, aber das war ja genauso. Also ich habe mir auch bei Ricardo Clark nichts mehr erhofft. Ne? Habe ich auch gedacht, naja gut, wer wird irgendwie... Das ist so irgendwie ein Austauschschüler, der jemandem mithilft. So. Aber der war nicht oder bei Quoike, der irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich zum ersten Mal Mischung aus Amanatidis, Grafitsch und Gomez, ja? Genau. Ja, genau. In welcher Sportart auch immer, aber... Oder so klein. Das war selbst für Werner Lorand-Verhältnisse ein bisschen drüber. Oder so ehemalige Kleinfeldfußballer wie Edi Martini oder Adrian Daschi, die hergekommen sind. So hast du auch gedacht, naja, super, immerhin gibt's... Nikola Petkovic, der Linksverteidiger. Ich muss sagen, Petkovic ist aber ähnliche Kategorie, da habe ich mir auch mehr erhofft. Da habe ich nämlich auch gedacht, na vielleicht, der war auch schon bei guten Vereinen, vielleicht könnte das jetzt auch klappen. Ja. Hat auch nicht so, hat aber insgesamt, glaube ich, 30 Vereine oder so in seiner Karriere mitgemacht. Also insofern weit gereist, ja, von, ich glaube, der war zuletzt bei Gold Coast, also in Australien, hat viel mitgemacht, nicht so richtig erfolgreich. Bei Nkunku kann es tatsächlich ähnlich laufen, wenn es so weitergeht. Ja, den würde ich tatsächlich hier auch nochmal nennen wollen, weil das ist für mich persönlich meine größte Enttäuschung, weil ich so unglaublich viel von dem halte. Weil ich unglaublich viel von seinen Fähigkeiten halte. Der ist unglaublich schnell. Der hat eine unglaublich scharfe Flanke. Erinnert euch mal an die Vorlage in Leipzig damals. Unglaublich. Was für ein Laser-Flachpass das war. Und das war nicht der einzige. Ja, eben. So, und das ist in seinem Skillset drin. Das war irgendwie keine Freak-Aktion. Der kann alles, tatsächlich. Der kann alles. Der ist schnell, der ist auch giftig in den Zweikämpfen, wenn er sich geschickt anstellt. Richtig, ja. Aber irgendwie hast du halt manchmal das Gefühl, der stolpert direkt aus der Diskothek auf dem Platz. Und ist völlig wild. So, du kannst ja quasi die Uhr nachstellen, dass der irgendwann eine gelbe Karte kriegt. Und dann ist ja praktisch das ganze Spiel rot gefärbt. Richtig, ja. So, und das ist ja auch ein Sicherheitsrisiko für einen Trainer, tatsächlich, wenn du so einen Spieler stellst. Und es ist auch ein bisschen unerklärlich, weil, wie gesagt, du hast es vorhin angesprochen, es ist ja die eine Sache, ob ein Spieler das nicht kann, weil er es einfach nicht bekommen hat, weil er die Schnelligkeit nicht hat. Es gibt ja Spieler, die haben nicht diese absolute Schnelligkeit. Es gibt auch Spieler, die haben nicht diese absolute Technik, weil sie vielleicht zu spät mit Fußballspielen angefangen haben. Aber der hat eigentlich alles. Der Typ, ganz im Ernst, der Typ hat alles. Wenn der sich konzentrieren würde, dann würde der von der Eintracht irgendwann zu Leverkusen wechseln und von Leverkusen zu Real Madrid. So, wenn der sein ganzes Potenzial auf den Platz bringen würde. Macht der aber nicht, weil irgendwas stimmt da nicht. Weil der einfach so ungestüm an gewissen Stellen ist. Das kannst du dann auch nicht mehr mit dem Alter begründen. Weil er spielt jetzt auch schon länger in der Bundesliga. 18 Monate. So, 18, er ist jetzt auch keine 19 mehr. Ja. So, und dann fragst du dich, okay, kommt das noch irgendwann? Dass der sich so ein bisschen Abgeklärtheit irgendwie und ein bisschen Konstanz irgendwie noch drauf schafft. Und ich bin gespannt, ob die Verantwortlichen da die Geduld hatten. Ich hätte sie, aber das wäre halt auch dumm von mir, weil ich ein großer Fan von ihm. Die Eintracht hat immer wieder Geduld auch gehabt mit Spielern, die ähnliche Qualitäten auch bewiesen haben, aber sie im Endeffekt nicht dauerhaft ausspielen konnten. Wir haben im Auto ganz kurz darüber gesprochen, du hast Mami Touré angesprochen, ja? Der ja auch ein Spieler war, der immer wieder Qualitäten hatte, aber jetzt im Endeffekt bei Kaiserslautern gelandet ist. Ja. Das Nkunku kann auch für Kaiserslautern irgendwie problematisch werden. Das kann beziehungsweise in eine ähnliche Richtung laufen. Also du siehst die Gefahr tatsächlich auch, ne? Das Problem ist, du brauchst ja irgendwann als Trainer eine gewisse Konstanz. Bei auch Vertrauen, du musst ja verlassen können. Genau, und was schafft am meisten Vertrauen, das ist Konstanz. Wenn ich weiß, was ich als Trainer bekomme, vertraue ich einem Spieler natürlich mehr, als wenn ich jedes Mal nicht weiß, was ich von dem Spieler bekomme und vielleicht schon wieder nach 10 Minuten meinen Matchplan umwerfen muss, weil er wieder eine gelbe Karte hat. Ich kann ja nicht als Trainer in jedes Spiel gehen und schon sagen, ich brauche jetzt den Plan A und ich brauche den Plan Nkunku, wenn der wieder aus der Reihe tanzt. Und die Eintracht ist offen dafür, ihn gehen zu lassen. Das ist definitiv so, weil die Entwicklungskurve bei ihm nicht stimmt. Man ist offen dafür, man wird sich, wenn ein gutes Angebot kommt, das anhören. Das hätten wir ihn aber jetzt stark reden müssen. Das war jetzt, glaube ich, irgendwie der falsche Move. Wir hätten sagen müssen, ich glaube, wir entscheiden jetzt nicht, ob ein Verein am Ende 1 Million mehr oder weniger bezahlt. Ich glaube, die Scouts wissen schon, was er kann oder was nicht. Und bei
Dina Ebimbe, ich würde mal sagen, die beiden sind jetzt so weit, dass die Eintracht sagen würde im Winter, das machen wir, wenn die Angebote stimmen. Das können wir auch kompensieren, weil ich, wie gesagt, glaube, wenn Brown in den Europa-League-Kader reinkommt, dass Nkunku auch der wird, der gestrichen wird. Ich glaube einfach, da sind jetzt zu viele Chancen verstrichen. Und dann gehen jetzt schon der ein oder andere Spieler in die Rückrunde auf Bewährung, wo ein JB dazu gehört, wo man sich das nicht mehr endlos angucken wird, wo vielleicht dann sogar auch schon Igor Matanovic dazu gehört, wo man einfach sagen wird, braucht man diesen Stürmertypen wirklich? Ist es der Fußball, passt das kompatibel zusammen? Und trotzdem glaube ich, im Winter wird es jetzt keinen Mega-Umbruch nochmal geben. Also was ich mir vorstellen könnte, ist, wie gesagt, JB, Dina Ebimbe und Nkunku weg. Und dafür vielleicht noch ein Element für die Offensive. Ich persönlich würde gerne noch wenn er noch einen guten, schnellen 1-gegen-1-Spieler bekommt, der beide Flügel beackern kann, dann würde ich persönlich sagen, das wäre eine gute Nummer. Generell nochmal diesem Angriff ein Element mehr dazu hinzuzufügen. Aber auch so, sage ich, hat der Kader die Möglichkeit, seinen Platz in den Top 4 zu verteidigen. Die Möglichkeit sehe ich in dem Kader. Chris, du bist schon wieder total im Transfertunnel, aber keine Angst, das werden wir dann, wenn es soweit ist, wenn das Transferfenster ist, auf jeden Fall behandeln. Aber ich denke, ending on a high note müssen wir auf jeden Fall noch über unseren Spieler der Hinrunde sprechen. Und ich gucke, wenn sich jemand meldet, aber es will sich noch niemand. Doch, guck mal, da meldet sich jemand. Dann gehe ich mal hin. Ja, komm. Also, Spieler der Hinrunde. Ich glaube, es wird eine große Auswahl geben. Und ich bin ganz gespannt, was du sagst, mein Lieber. Ist die Auswahl wirklich so groß? Ich meine, naja, 2, 3 Leute vielleicht. bei so vielen Mamouche-Highlights, da gibt es eigentlich keine andere Wahl als Mamouche. Also es ist der absolute Wahnsinn. Vielen Dank. Du hast auf jeden Fall recht. Gehen wir wieder zu der, wie soll ich sagen, Fußball 2000 Rest-Community hier, die 2. Nein, es ist ganz klar. Omar Mamouche muss eigentlich mit 13 Toren und 8 Vorlagen allein in der Bundesliga der Spieler der Hinrunde sein, lieber Basti. Es ist ein Spieler, der dich verzückt hat, der dich zu neuen Höhen hat aufschwingen lassen, will ich meinen. Ich habe Emotionen gesehen, die ich sonst lange nicht mehr gesehen habe bei dir. Es ist wirklich ein Spieler, der uns Leichtigkeit schenkt. Ja, tatsächlich. Da muss man dann auch aufpassen, dass man nicht irgendwie überrelativiert und sich jetzt einen ganz tollen neuen Pick sucht und sagt, ja, alle reden über Mamouche, deswegen mache ich was anderes. So. Das machen ja Leute dann gerne und sagen, ja, Alter. Nee. Also was soll der noch machen? Wenn wir den jetzt nicht zum Spieler der Hinrunde wählen, dann stimmt halt auch irgendwas in dieser Bewertung nicht, weil das ist wahnsinnig. Er ist am Ende so ein bisschen mit eingepennt. Du hast auch das Gefühl gehabt, er war am Ende auch ein bisschen überspielt. Überspielt habe ich erst. Ein bisschen überspielt. Weil er immer wollte. Ich fand es total geil. Du hast auch gegen Mainz gesehen, du hast gegen Lyon gesehen. Der war immer da, immer präsent. Ja. Aber der letzte Griff hat nicht mehr gefehlt. Es hat auch ihm die Selbstverständlichkeit gefehlt aus den letzten Wochen, was auch ganz normal ist, weil diese Überselbstverständlichkeit, die plötzlich die Dinge hatten, als er machen konnte, was er wollte und es hat funktioniert. Das ist ganz normal, dass das wieder irgendwie sich irgendwann relativiert. Aber der Typ hat so eine unfassbare Hinrunde gespielt, das hätte niemand auf dem Zettel gehabt. Und wer was anderes behauptet, lügt halt einfach. Und das Lustigste ist, der Einzige, der das wirklich selber auf dem Schirm hatte, war er selber. Ja. So, dass du das Gefühl hast, ja, was ist dein Ziel? Ja, ich will unter die Top 3 der Welt. Und du hast dann gedacht, was hat die Eintracht sich denn da für einen Spieler geholt? So, Digga, du bist Auswechslungsspieler in Wolfsburg gewesen und erzählst mir, du willst unter die Top 3 der Welt. Ja. Was bist du denn für einer? Chill mal. Nee. Macht er einfach. Macht er auch einfach. Ich glaube tatsächlich, das gab jetzt Marktwert-Updates, dass er ist jetzt mehr wert als Mo Salah. So, klar, auch altersbedingt natürlich ein Unterschied. Trotzdem zeigt das, in was für Sphären der aufgerückt ist tatsächlich. Ja. Auch in der internationalen Wahrnehmung. Das hat er bei der Eintracht geschafft, das hat er einfach mit spektakulären Toren geschafft, das hat er einfach, hier, weil er einfach abgerissen hat. Da brauchen wir nicht drum rumreden. Das war eine der krassesten Einzelspielerleistungen in der Halbserie, die bei der Eintracht jemals stattgefunden haben. Auch wie viele schöne Tore er geschossen hat. Das war wirklich einzigartig. Lieber Transfer, wie soll ich sagen, Genius. Chris Michel, wie sieht's aus? Müssen wir im Winter schon Angst haben oder ist da der Laden erstmal zu? Also ich glaube nicht, dass da was im Winter passiert. Da würde ich lege meine Hand jetzt nicht ins Feuer, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Also, wenn wir das, ich leg mal hier meine Hand ins Feuer. Ja. Also warte mal, so ein bisschen warm, du könntest das machen. Frohe Weihnachten, nein. Ja, also der Markus Krösche wird jetzt nicht seinen besten Mann im Winter abgeben. Also das glaube ich einfach nicht. Im Sommer werden die Karten neu gemischt, da müssen wir nicht drüber reden, aber jetzt im Winter, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ja, neuer Gewinn. Wir können, glaube ich, bis Mai Zeugen Mamouche bleiben und hoffentlich schießt er noch ein paar Tore in der Rückrunde. So machen wir das und ich hoffe, das wird noch eine ganz, ganz tolle Rückrunde. Wir werden es auf jeden Fall mit Fußball 2000 weiter begleiten. Wir wünschen euch jetzt erstmal ein schönes Weihnachtsfest.
Passt auf, denn es passiert einiges. Und zwar unter anderem, es gibt eine Fußball 2000 Mystery, während ich Angst habe, dass Tom Jeffers, unser Kameramann, bei Gottes Gnaden, sich irgendwann noch mal verletzt, weil vielleicht irgendwas wieder runterkommt. Wir haben eine Fußball 2000 Mystery. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Abonniert unseren Kanal Fußball 2000 bei WhatsApp, dann gibt's Sprachnachrichten. Keine Ahnung, vielleicht hat einer von euch irgendwie leicht angesoffen, dann auch die Sprachnachrichtenfunktion bei WhatsApp. Ich weiß nicht, was passiert. Es bleibt auf jeden Fall kurios. Und ansonsten freue ich mich, dass wir uns im nächsten Jahr wiedersehen. Macht's gut. Ciao, ciao. Bis bald. So, liebe Leute, das war die Sendung heute. Es war eine wilde Sendung. Es war eine Sendung, in der wir 1 Stunde darüber gesprochen haben, was eigentlich in dieser Highlight-Saison so passiert. Aber Highlights ist genau das richtige Thema. Denn, liebe Leute, klickt euch hier rein, wenn ihr nochmal das Spiel gegen Mainz euch in Kurzform angucken wollt. Wir haben es kommentiert. Es war ein wenig wild, es war ein wenig absurd. Genauso wie dieses Eintracht-Jahr. Macht's gut. Ciao, ciao.